Hallo, heute wollen wir uns mal wieder mit der Zündab 750 beschäftigen und zwar einen Motor zusammenzubauen, dass er so schön rappelt wie hier bei diesem. Unser Team, Michael und Lukas. Michael baut aus einem Originalgehäuse und Originalteilen bis auf sämtliche beweglichen Teile einen Motor. Lukas hat ein nachgefertigtes Gehäuse und da wollen wir auch mal sehen, wie das aussieht. Die Teile, die wir benötigen, sind hier zu sehen: 2 Zylinderköpfe, ein Motorgehäuse, der vordere Motordeckel und die Ölwanne. Ich koordiniere die ganze Sache und begleite sie und habe auch schon alle Ersatzteile, die dafür nötig sind für die beiden Motoren, herausgelegt. Ob es Kurbelwelle ist, Kugellager, Schwungscheibe und so weiter, alles das nehmen wir aus unserem Lager, denn dort ist es vorhanden. Dann wollen wir jetzt erstmal sehen, womit wir anfangen. Start und Ziel war, den Motor in einem Tag zusammenzubauen. Es war 9 Uhr angesagt und wir hofften, bis 19 Uhr alles fertig zu haben. Das war ein ambitioniertes Ziel, aber es war eventuell erreichbar. Die Zylinder lagen bereit und waren bereits mit den Kolben bestückt. Ich setze die Kolben immer von oben ein und schiebe sie dann durch nach unten, bis das es möglich ist, den Kolbenbolzen einzufügen. Das erleichtert nachher die Montage enorm. Als Leitfaden hatten wir Peters Werkstatthandbuch. Peter, das bin ich. Nach diesem Werkstatthandbuch kann man an für sich sehr gut arbeiten und da arbeiten wir seit Jahren nach bei uns in der Werkstatt. Hier sind alle Dinge genauestens beschrieben. Allerdings beschrieben ist nicht, wie der Zylinderkopf grundsätzlich hergestellt wurde, sondern wie er zu bearbeiten ist. Also diese Zylinderköpfe, die wir hier verwenden, sind schon fertig. Sie sind mit 9 Ventilsitzringen bestückt. Die Ventile sind drin, die Ventilfedern und neue Kipphebel. So brauchten wir diese also nur noch anzubauen. Auch für die Vorbereitung zum Beispiel des Motorgehäuses steht in Peters Werkstatthandbuch alles. Hier ist eine Erklärung, was die verschiedenen Zeichen bedeuten. Und wenn wir jetzt auf die Seite fürs Motorgehäuse sehen, nehmen wir als Beispiel einmal die Nummer 30. Da steht dann links, Nummer 30 ist eine Stiftschraube für den Zylinder zu befestigen. Sehen wir jetzt unten in der Tabelle Nummer 30. Das ist eine M10. Es ist eine Stiftschraube. Nachher kommt eine 8,8er Mutter drauf, um das gut anzuziehen. Vorstehen sollte der Stift 26 bis 23 mm, weil er zur Befestigung der Zylinder sonst eventuell an die Rippen anstößt. Es kann mit Loctite eingesetzt werden und 46 Newtonmeter ist das maximal. Dann wollen wir jetzt am Anfang, denn wir haben 9 Uhr. Lukas bekommt die Montagebank und Michael hat die Möglichkeit, hier an unserem Montageblock zu arbeiten. Er montiert zuerst mal das Gehäuse oder hat es montiert und hier sieht man, dass man mit einem solchen Montageblock natürlich ein viel einfacheres Arbeiten hat, da man alle Seiten bedienen kann. Es ist soweit, dass man inklusive sämtlicher Teile, so ja der Kupplung, alles montieren kann. Das erste, was wir machen, sind die Pleuel an die Kurbelwelle anpassen. Dazu werden die Pleuel wieder demontiert, darauf immer achten, dass die gleichen Nummern zusammen sind und die Gleitlagerschalen eingesetzt. Nun machen wir eine Vormontage, ziehen die Pleuel nicht total fest an, sondern wir wollen nur wissen, ob die Pleuel sich auf der Kurbelwelle auch ohne irgendwelche Hemmnisse drehen lassen. Wie wir sehen, sie lassen sich drehen. Es ist einfach so, fällt das Pleuel selbstständig runter, ist es in Ordnung. Dann können wir es auch einbauen. Jetzt demontieren wir es wieder. Und das nächste ist, wir setzen die Stößeltassen ein mit den Führungen. Die werden gleich eingeklopft. Wir haben etwa 200 Übermaß. Das funktioniert gut. Dafür haben wir so ein Hilfsmittel, das wir jetzt abschrauben. Und jetzt testen wir, ob sich die Führung nicht so weit nach unten gedrückt hat. Als nächstes kommt ins Lagerschild das Kugellager
und gleichzeitig der Dichtring. Die Sachen legen wir dann erstmal an die Seite, da wir sie jetzt noch nicht brauchen. Wir setzen nun das Kurbelwellenlager ein. Es ist ein Rollenlager und wird mit einem schmalen Sprengring gesichert. Immer kontrollieren, ob der gut drin sitzt, denn die Kurbelwelle hat ein Fest- und ein Loslager. Jetzt machen wir einen Blick von hinten, von der Kurbelwellenseite, von der Schwungscheibenseite, rein dort, wo die Nockenwelle sitzt. Dann können wir sehen, da unten muss ein Fixierstift sein. Der war leider bei dem nachgebauten Motorgehäuse nicht. Okay, wieder Aber an. wir haben das dann anders geregelt. Und dort konnte sehen, es stimmte alles überein. Die 1186 ist die Buchse, davor sitzt ein Rollenlager, dann kommt die Nockenwelle, dann kommt ein Kugellager, das sehen wir hier noch. Und dann wird die ganze Sache eingeschoben und mit einem Ring gesichert. Nachher kommt der kleine Deckel von hinten. Als nächstes bauen wir von unten den Ölfilter an. Darauf achten, dass die Saugglocke mit der Aussparung nach vorne ist. Nun kann die Ölwanne montiert werden. Dafür haben wir diese schönen Ovalscheiben, die sind unbedingt notwendig und immer schön rundherum alles anziehen. Das nächste ist diese Bohrung geschlossen, denn hier kommt jetzt die Ölpumpe ran. Da müssen wir zwischen Motor und Ölpumpe eine Dichtung ansetzen. Sie wird mit 4 5 mm Schrauben festgemacht. Jetzt haben wir Ölwanne drin, wir haben die Ölpumpe dran, jetzt können wir Öl einfüllen. Und zwar ein Viertel Liter nur, sonst ist es zu viel. Eine links laufende Bohrmaschine. Und jetzt können wir erstmal anlaufen. Wichtig ist, dass immer gut Öl in den Zahnrädern der Ölpumpe zu Anfang ist, sonst saugt sie nicht. Ab jetzt wird sie immer saugen. Und wie wir sehen, es kommt genug Öl. Wir demontieren jetzt wieder die Kurbelwelle. Hierzu werden die Pleuel demontiert wieder, da die Kurbelwelle ja von hinten ins Gehäuse eingeschoben werden muss. Da wir aber noch vorne den Laufring aufsetzen müssen, setzen wir hier Distanzstücke, um die Kraftübertragung zu vermeiden, damit die Kurbelwelle nicht falsch belastet wird beim Aufdrücken von diesem vorderen Laufring. Wir haben hier also zwischen beiden Wangen jetzt eine spezielle Distanzhülse gesetzt, die das verhindert. Aber das ging relativ leicht aufzudrücken, weil es eben heiß genug war. Jetzt wird die Kurbelwelle von hinten eingesetzt, bis dass sie vorne im Rollenlager sitzt und das Lagerschild muss meistens etwas geklopft werden. Nun wird die Schwungscheibe montiert. Wichtig ist der Druckring 1034, der überbrückt das Stück zwischen Schwungscheibe und Kugellager. Und gut anziehen, das ist A und O. Wir nehmen dafür einen Schlagschrauber. Es ist jetzt 12:30 Uhr, wie ich sehe, und wir haben also jetzt Mittagspause. Was gibt es? Die schnelle Currywurst. Und danach geht es dann wieder weiter. An für sich sind wir ganz gut bis jetzt vorangekommen. Wir beginnen nun, den Steuerradsatz zu vervollständigen. Dazu kommt einmal das Novetex-Rad. Die Kennzeichnungen müssen ineinander greifen. Das heißt dann, Kurbelwelle steht auf der T und rechter Zylinder schneidet. Und dann unten das Ölpumpenzahnrad wird aufgeschraubt. Wie wir sehen, es dreht sich alles. Nun kommen als nächstes die Pleuel auf die Kurbelwelle. Das ist besser, man macht es mit 2 Personen. Einer schiebt die Halbschale von unten auf, der zweite das Pleuel und jetzt kann man verschrauben. Das ist die einfachste Art und Weise, das zu montieren. Und immer dran denken, etwas Öl wirkt Wunder manchmal. Mutter aufschrauben und dann müssen wir die Sache festziehen. Das Festziehen ist für manche ein Problem. Es sind Dehnschrauben, die sollen mit 42 Newtonmeter plus 90 Grad angezogen werden. 42 Newtonmeter und jetzt noch die 90 Grad dann dazu. Dann ist das optimal. So soll es sein. Den Schrauben sollte man auch nur einmal benutzen, weil dann sind sie überspannt. Nun nehmen wir die Zylinder, setzen den Kolbenbolzen so, dass er eingeführt werden kann in das Pleuelauge, schieben es durch. Auf der anderen Seite ist schon der Sicherungsring und dann muss hier noch der Sicherungsring eingesetzt werden. Das ist relativ einfach. Jetzt schieben wir den Zylinder zum Motor hin, aber nicht ganz ran.
denn sonst kommen die T-Bolzen zu weit vor und es ist schwieriger, die Muttern aufzudrehen. Also ein bisschen Distanz lassen. Darum müssen auch immer die T-Bolzen genau die richtige vorstehende Länge haben. Peters Werkstatthandbuch gibt euch da die entsprechenden Auskünfte. Sind die Kolben richtig herum eingesetzt? Die Eselsbrücke lautet, rechts richtig zu lesen, links steht die Sache auf dem Kopf. Denn es ist ja ein Boxermotor. Klappt man beide hoch, haben sie beide die Beschriftung in die gleiche Richtung. Nun kommen die Stößelstangen, sie werden eingesetzt, Zylinderkopfdichtung und jetzt der Zylinderkopf. Der wird dann ebenfalls nicht ganz aufgeschoben, damit man die Muttern aufbekommt. Um Zylinder und Zylinderkopf festzuziehen, haben wir 4 verschiedene 17er Schlüssel, die verschiedene Biegungen haben. Zuerst wird einmal der Kopfdeckel aufgedrückt, dann drehen wir den Motor, um festzustellen, ob der Ventiltrieb nicht anstößt an den Kopfdeckel. Ist hier nicht der Fall, also können wir die Dichtung auflegen und die Ventildeckel montieren. Im vorderen Motordeckel wird das Rollenlager, ein Speziallager, eingesetzt und jetzt wird der Motordeckel montiert. Das konnten wir aber leider nur bei dem Originalgehäuse. Den Druckring auf die Kurbelwelle aufschieben, dann die Schwungscheibe aufsetzen und sehr gut festziehen. Wie gesagt, wir machen das mit Schlagschrauber, dann werden die Kupplungsfedern eingesetzt. Nun können wir die Kupplung vorbereiten, das heißt, das Drucklager wird in die untere Druckplatte eingesetzt und wir verkörnern das nochmal von außen, damit sich das drehen kann. Nun wird die ganze Sache eingebaut. Dafür haben wir einen Zentrierdorn, damit diese Scheiben auch richtig stehen. Und hier ist auch wieder das Beste, man macht es mit 2 Mann und mit einer großen Zwinge, die speziell dafür ausgerichtet ist, die vorne fest ist, drücken wir jetzt die ganze Angelegenheit erstmal zusammen. Warte. So, jetzt kommst du an mit dem Ring. Jetzt kann der Sicherungsring eingesetzt werden. Ganz einfach ist das jetzt. Und wir haben auch schon die beiden Kupplungsscheiben so gut übereinander gesetzt, dass sie funktionieren. Michaels Motor ist somit so gut wie fertig. Es fehlen an für sich nur noch die Ansaugrohre und Zündkerzen. Bei den Zündkerzen sollte man vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis geben. Zündmagnete funktionieren besser, wenn sie im Endeffekt nur 0,4 Abstand haben. Normaler Abstand ist 0,6, wenn man Zündkerzen kauft. Also achtet einfach darauf, setzt sie auf 0,4, dann springt der Motor auch besser an. Die kleinen Kappen kann man abdrehen, die sind ja überall drauf, braucht man aber überhaupt nicht. Wir haben also jetzt fast 6:30 und bei uns sieht die Werkstatt jetzt so aus. Michaels Motor und Lukas Motor leider nicht fertig geworden, weil wir ein Problem mit dem Motorgehäuse hatten oder beziehungsweise mit dem Motordeckel, weil da ist eine andere Bohrung drin. Das ist eine Motorgestaltung, die wir früher mal gemacht haben mit einem Kugellager, als es noch kein richtiges Lager gab. Beziehungsweise als wir das noch nicht nachgebaut hatten, dieses Rollenlager, wie es original ist. Das Problem ist, man muss das fachgerecht einbauen, sonst fallen irgendwann die kleinen Kugeln raus, denn 2 Lager als Festlager darf es nicht geben. Ein anderes Problem ist, wir haben hier 2,5 mm Vorstand vom Novotex-Rad bei diesem Motor. Da müssen wir also noch suchen, ob die Kurbelwelle zu weit nach hinten ist oder ob das Nockenwellenrad zu weit nach vorne. Hier sehen wir nochmal die Kugellagerung vorne im Motordeckel, die normalerweise aber anders sein sollte. Grundsätzlich muss man sagen, das Motorgehäuse und auch der Motordeckel sind sehr sauber und präzise gearbeitet. Es sind 3, 4 kleine Mängel drin, die man aber, wenn man sie sieht und erkennt, ohne weiteres beheben kann. Gut gemacht, muss ich sagen. Also wir sind damit zufrieden. Also unser Technikservice von Michael, geleitet demnächst, steht dann wieder zur Verfügung. Es haben sich also doch junge Leute gefunden, die das weitermachen möchten.
Ich freue mich auf einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, tja, dann ignoriert es einfach. Da hättet ihr noch gar nicht bis hierhin geguckt. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.